Willkommen zurück. Bundesfinanzminister Christian Lindner geht mit dem Zustand der Ampelkoalition hart ins Gericht. Mit Verweis auf Insider berichtet Politico, man habe noch keine Begründung zum Verlassen des Dreierbündnisses. Auf eine Frage des Magazins Der Spiegel, ob er denn die Koalition beenden wolle, da sagte der FDP-Vorsitzende gestern, er habe zumindest keinen diesbezüglichen Vorsatz. Deutschland brauche aber eine Richtungsentscheidung. Die Art und Weise, wie die Regierung sich gegenwärtig präsentiere und auch die nicht geklärte Grundrichtung entspreche zudem nicht seinem Anspruch an Regierungshandeln. Was macht man mit einer Regierung, die, so zumindest der Eindruck, nicht mehr regiert, sondern sich nur noch mit sich beschäftigt? Darüber möchte ich sprechen mit Wigan Salazar. Er ist PR- und Kommunikationsexperte. Willkommen bei Welt. Nun sagen viele Experten, also das, was wir jetzt erleben, ist quasi schon ein Wahlkampf. Mal abgesehen davon, ist das aus Ihrer Sicht aber noch Politik oder reine politische Selbstbefriedigung? Das ist eine sehr gute Frage. Politik ist es nicht mehr. Ich glaube, viele beschweren sich über die Kommunikation dieser Regierung. Ich glaube, es ist erstmal ein Management-Thema. Man muss Kommunikation auch als Management begreifen. Und wenn die Führungspersonen sozusagen sich nicht einig werden, keine Inhalte gemeinsam auf die Straße bringen, dann kann es auch nicht mehr schön kommuniziert werden. Insofern ist es ist nach wie vor Politik, aber ich glaube nicht mehr, dass es ist auf jeden Fall kein Regierungshandeln mehr. Aber wäre es da nicht konsequenter, wenn Herr Lindner, ich sag mal, nicht fabuliert darüber, dass möglicherweise, sondern einfach sagt, das macht keinen Sinn mehr. Und diesen Eindruck haben ja die Menschen draußen, dass sich alle drei Parteien nur noch mit sich beschäftigen und gar nicht mehr miteinander reden können. Und das sieht man ja am besten daran, dass der Kanzler zur Chefsache die Rettung Deutschlands macht, aber die eigentlichen Fachminister zum Beispiel nicht einlädt, worauf der Finanzminister sagt, gut, dann lade ich halt den Mittelstand ein und mache auch so einen Gipfel. Das ist doch nur noch irre. Das macht auf jeden Fall keinen guten Eindruck. Und es macht natürlich auch keinen guten Eindruck, wenn der Bundeskanzler einlädt ohne die Fachminister und vielleicht auch zu einem zweiten Gipfel einlädt, wenn der entsprechende Fachminister seinen Parteitag hat, also am 15. November. Das ist, wie man entsprechend darauf reagiert, kann man sehen. Ich glaube, Politico spekuliert ja, dass nächste Woche und in den nächsten Wochen etwas passiert. Da wird hoffentlich bald eine Antwort darauf kommen, denn das ist kein Zustand, wie die Regierung sich jetzt aufführt. Glauben Sie, dass möglicherweise an der Art und Weise, wie diese Regierung mit ihrem Wahlvolk umgeht, das auch ein Grund dafür ist, schuld zu sein oder sich Schuld geben zu müssen, dass die radikalen Ränder gestärkt werden? Unbedingt. Also die Regierung schafft es ja selbst, auch die Sachen, die konsensfähig sind und auch die man aus Erfolg verkaufen könnte, auch nicht gut zu kommunizieren, weil immer wieder über die Misskommunikation untereinander gesprochen wird. Und das ist, wie ich sage, eine Führungsaufgabe. Das ist eine Aufgabe des Bundeskanzlers, aber auch der entsprechenden Parteispitzen. Ebenfalls bei Politico wurde auch gesagt, dass es auch ein Problem gibt, wie der Koalitionsausschuss beispielsweise gehandhabt wird. 17 Personen, allein schon 6 von den Grünen dabei. Das ist auch da gibt es auch keine Möglichkeit wirklich es gibt ein organisatorisches Problem, es gibt ein Führungsproblem und das drückt sich natürlich dann auch in Kommunikation aus und auch zur Unzufriedenheit. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund, weswegen die radikalen Ränder auch Zulauf bekommen haben. Herr Salazar, nun ist es aber so, das sind ja alles Politprofis. Also ein Scholz, der ist seit ich denken kann im politischen Geschäft, die anderen auch, wie sie alle heißen in dieser Regierung, die haben auch Marketing-Experten, die haben PR-Experten, das ist alles geschultes Personal und trotzdem wird so mit den Deutschen, mit den Gefühlen der Deutschen gespielt und Handlungsunfähigkeit jeden Tag wieder belegt. Da frage ich mich, können die es nicht besser, wissen die es nicht besser oder haben sie den Laden einfach tatsächlich nicht mehr im Griff? Ich glaube, dass tatsächlich viele sehr professionelle Menschen da sind in der Kommunikation, im Politikhandwerk. Also es ist jetzt nicht so, dass das Dilettanten sind. Die sind alle sehr lange in der Politik. Deswegen sehe ich da auch ganz klare Organisationsfehler, ganz klare Managementfehler, wenn man so mag. Und das ist vielleicht falsch aufgesetzt. Man hat ja gesehen, die Regierung hat sehr gut funktioniert, als nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, also im Krisenmodus hat sie sehr gut funktioniert. Nur zu dem Zeitpunkt, wo alle anfingen, ihre eigenen Programmpunkte durchsetzen zu wollen, da wurde es schwierig. Da merkte man, dass was nicht zusammenpasst. Im Krisenmodus ging das gut. Vielleicht braucht diese Regierung ja die Krisen, die sie nicht selbst auslöst. Sagt Wigan Salazar, PR- und Kommunikationsexperte bei mir im Studio über den aktuellen Zustand dieser Regierung. Danke für das Gespräch. Dankeschön.